Jeden Morgen hören Sie sie, bevor Sie sie sehen. Die Kohlmeise in der Buche, die Amsel irgendwo am Zaun, die Rotkehlchen, die sich durch den Garten bewegen. Dieser rollende tiefe Gesang, der den Raum zwischen Sonnenaufgang und dem ersten Kaffee ausfüllt. Sie haben diese Geräusche so oft gehört, dass sie Teil der Stille geworden sind. Hintergrund. Vertraut. Unsichtbar. Aber sie sind kein Hintergrund. Was jeden Morgen in ihrem Garten passiert, ist etwas, das Wissenschaftler seit Jahrzehnten versuchen, vollständig zu entschlüsseln. Und was sie herausgefunden haben, das verändert die Art, wie sie jeden Vogel verstehen, der jemals ihren Garten besucht hat. Diese Laute sind Sprache. Nicht im übertragenen Sinne, nicht in dem losen Sinn, den wir manchmal meinen, wenn wir sagen, Tiere kommunizieren. Sprache mit Struktur, mit Grammatik, mit spezifischer Bedeutung, die andere Vögel sofort verstehen und auf die sie innerhalb von Sekunden reagieren. Willkommen bei Der Vogelgarten. Wenn Sie neu hier sind, abonnieren Sie, bevor Sie weiterklicken. Was Sie gleich erfahren, wird für immer verändern, wie Sie Ihren Garten hören. Heute gehen wir tief in die tatsächliche Wissenschaft ein, was Vögel einander sagen, was die Rufe bedeuten, wie andere Arten sie verstehen und was die Vögel in ihrem Garten bereits über sie herausgefunden haben. Bleiben Sie bis zum Ende, denn das Letzte, was wir besprechen, ist das, woran die meisten Menschen nie denken. Und es enthüllt etwas über ihre Beziehung zu den Vögeln in ihrem Garten, das Sie wirklich überraschen wird. Punkt 1. Der Alarmruf der Kohlmeise enthält mehr Informationen, als die meisten Menschen Worte dafür haben. Die Kohlmeise ist einer der meistuntersuchtesten Vögel Europas. Und je mehr Forscher sie studieren, desto mehr enthüllen ihre Rufe eine Raffinesse, die Wissenschaftler mitten im Satz innehalten lässt. Sie kennen den Grundruf, dieses helle, klare Zwitschern. Den haben Sie 1000-mal gehört. Aber hier ist, was dieser Ruf wirklich ist. Ornithologinnen der Universität Oxford und des Max-Planck-Instituts für Ornithologie haben dokumentiert, dass Kohlmeisen kombinierte Rufe erzeugen, die sehr spezifische Bedrohungen kodieren. Ein kleiner, wendiger Greifvogel, zum Beispiel der Sperber, der sich blitzschnell durch Äste manövrieren und eine kleine Kohlmeise im dichten Gebüsch fangen kann, dieser Vogel löst eine ganz andere Rufsequenz aus als ein großer, langsamer Mäusebussard. Der Ruf ist eine Durchsage. Jeder Vogel in Hörweite, Blaumeisen, Kleiber, Finken, Spechte, hört ihn und versteht sofort, nicht nur, dass ein Räuber in der Nähe ist, sondern wie gefährlich er ist und wie zu reagieren ist. Kleiner, schneller Räuber. Einfrieren im dichten Gebüsch. Keinen Millimeter bewegen. Großer, langsamer Räuber. Kollektive Aktion ist möglich. Sie können ihn zusammen vertreiben. Wenn Sie in Ihren Garten treten, ruft die Kohlmeise. Sie bewertet Sie, Ihre Größe, Ihre Bewegung, Ihre Geschwindigkeit, Ihr Bedrohungsniveau. Und sie teilt diese Einschätzung sofort jedem anderen Vogel in ihrem Garten mit. Sie werden beurteilt und angekündigt, jedes einzelne Mal. Punkt 2. Vögel verschiedener Arten verstehen gegenseitig ihre Alarmrufe. Und ihr Garten läuft auf einem gemeinsamen Frühwarnsystem. Das hat Forscher lange Zeit vorsichtig gemacht, weil es schwer zu beweisen war. Man musste genau trennen, was Vögel wirklich taten, von dem, was Beobachter annahmen. Die Vögel in ihrem Garten operieren nicht als getrennte Arten mit getrennten Kommunikationssystemen. Sie operieren als gemischte Gemeinschaft mit einem gemeinsamen Alarmnetzwerk. Wenn die Amsel ihren scharfen, staccatoartigen Alarmruf gibt, reagiert die Kohlmeise. Wenn der Kleiber einfriert, friert die Blaumeise ein. Wenn der Eichelhäher schreit, dieser durchdringende, schneidende Schrei, der durch alles hindurchgeht, geht jeder Vogel in ihrem Garten innerhalb von 2 Sekunden in Stille und Bewegungslosigkeit, unabhängig von der Art. Forscher nennen das heterspezifisches Belauschen. Die bewusste Überwachung der Alarmrufe anderer Arten, um Informationen über die Umgebung zu gewinnen. Vögel hören nicht nur auf ihre eigene Art, sie hören aktiv auf jede Art um sie herum. Sie extrahieren Informationen. Sie aktualisieren ihr Bild von dem, was sicher ist und was nicht. Der Eichelhäher fungiert als der lauteste Alarmsender in den meisten mitteleuropäischen Gärten. Wenn ein Eichelhäher Habicht schreit, behandelt jeder Vogel das als bestätigte Sichtung. Keine Überprüfung nötig. Der Ruf des Häher hat genug Genauigkeit und Dringlichkeit, dass andere Arten gelernt haben, ihm vollständig zu vertrauen.
Was das für Ihren Garten bedeutet: Er ist keine Sammlung einzelner Vögel. Er ist ein Netzwerk, eine Gemeinschaft mit gemeinsamer Infrastruktur. Und diese Infrastruktur läuft auf Klang, den ganzen Tag, jeden Tag, auf eine Weise, die Sie gerade erst anfangen zu hören. Punkt 3. Amseln kommunizieren Territorium auf eine Weise, die unsichtbar ist, solange man nicht weiß, worauf man hören soll. Der Gesang der Amsel ist eines der erkennbarsten Geräusche im deutschen Garten. Reich, flötenartig, variabel, laut genug, um über einen ganzen Hof zu tragen. Sie haben ihn 10.000 Mal gehört. Was Sie vielleicht nicht wissen: Amselgesang ist keine einfache Territoriumserklärung. Er ist eine Verhandlung. Und er ist hochgradig individuell. Amseln in etablierten Territorien kennen die Stimmen ihrer Nachbarn. Wenn eine Amsel einen vertrauten Nachbargesang aus der erwarteten Richtung hört, reduziert sie ihre Reaktion. Wenn sie einen unbekannten Gesang aus derselben Richtung hört, was darauf hindeutet, dass ein Fremder das Territorium betreten hat, eskaliert ihre Reaktion sofort. Sie wissen, wer dazugehört und wer nicht. Sie verfolgen Individuen an der Stimme. Und wenn eine neue Stimme in ihrem Garten erscheint, registriert das jede Amsel in Hörweite. Aber es gibt noch etwas. Die Amsel ist einer der Vögel, die ihren Gesang am stärksten an die Umgebung anpassen. Amseln in lauten Stadtgebieten singen nachts, wenn der Lärm nachlässt. Amseln in ruhigen Gärten kommunizieren in Tonlagen, die über lange Distanzen tragen. Ihr Garten hat eine akustische Identität. Und die Amsel in ihrem Garten hat sich bereits darauf eingestellt. Punkt 4. Krähen haben Dialekte. Und sie erinnern sich an Stimmen genauso, wie sie sich an Gesichter erinnern. Wir haben an anderer Stelle über Krähen und das Gedächtnis für Menschengesichter gesprochen. Forschung der Universität Washington zeigte, dass Krähen Nachtrag gegen bestimmte Menschen über Jahre hinweg hegten und diese Informationen über bedrohliche Individuen durch soziales Lernen an andere Krähen weitergaben. Was diese Forschung ebenfalls enthüllte und was weniger Beachtung findet, ist die Rolle, die Klang in der Krähenkommunikation spielt. Krähen haben regionale Dialekte. Gruppen von Krähen in verschiedenen geografischen Gebieten entwickeln leicht unterschiedliche Versionen ihrer Rufe. Variationen in Tonhöhe, Rhythmus und Sequenz, die wie Akzente funktionieren. Krähen, die in einem Gebiet aufgewachsen sind und als Erwachsene in ein anderes ziehen, können von lokalen Krähengruppen allein aufgrund ihrer Rufe als Außenseiter identifiziert werden und relevanter für ihren Garten. Krähen rufen einander über spezifische Orte aus und spezifische Ereignisse zu. Wenn eine Krähe eine Nahrungsquelle findet, ihren Garten, ihren Kompost, eine Stelle, an der regelmäßig Futter ausgebracht wird, kommuniziert sie diesen Ort an andere Krähen. Nicht nur im Moment. Über die Zeit. Die Information darüber, wo regelmäßig Nahrung verfügbar ist, wird Teil dessen, was Krähengruppen miteinander teilen. Wenn Krähen ihren Garten regelmäßig besuchen, ist das kein Zufall. Sie haben ihn besprochen. Sie haben kollektiv entschieden, dass ihr Garten den Besuch wert ist und das rollende Gespräch, das sie beim Ankommen führen, dieses fast kommentarartige Krächzen und Gurren, das ist genau das, Kommentar. Über ihren Garten. Über das, was dort ist, möglicherweise über sie. Punkt 5. Die Laute des Wohlbefindens. Was Vögel sagen, wenn alles in Ordnung ist. Wir haben uns in der ersten Hälfte dieses Videos mit Alarm, Territorium und Kommunikation unter Druck beschäftigt. Aber es gibt eine andere Kategorie von Vogelklang, die genauso reich und weit weniger verstanden ist. Kontaktrufe. Das sind die leisen, tiefen Geräusche, die Vögel machen, wenn alles in Ordnung ist. Wenn ein Trupp Buchfinken durch ihren Garten zieht, halten sie einen ständigen Strom leiser Rufe aufrecht. Kein Alarm, kein Territorialgesang. Nur der Klang des gegenseitigen Trackens. Ich bin hier, noch hier, noch hier. Kohlmeisen machen dasselbe. Dieses leise, konversationelle Gurgeln, das sie manchmal hören, wenn eine kleine Gruppe zusammen durch den Garten zieht. Das ist ein Kontaktruf. Es ist der Klang der Gemeinschaftspflege. Ein Schwarm, der kontinuierlich sagt, wir sind zusammen, wir sind sicher. Weiter geht's. Was Forscher auffällig finden, ist, wie verschieden diese Laute von Alarm und Gesang sind. Sie sind leiser, variabler, weniger stereotypisiert. Sie klingen mehr wie Konversation, weil sie funktional näher daran sind. Wintergoldhähnchen, die in Mischschwärmen durch Gärten ziehen, nutzen Kontaktrufe, um beim Nahrungssuchen koordiniert zu bleiben.
Jeder Vogel behält die anderen im Blick, ohne ständig aufschauen zu müssen. Das Rotkehlchen, sonst so laut und deklarativ, flüstert fast, wenn es sich durch dichtes Gebüsch bewegt. Die Lautstärke sinkt, weil die Distanz kurz ist und der Zweck anders ist. Sie senden nicht. Sie reden. Wenn Ihr Garten voller solcher Geräusche ist, wenn Sie das leise Geplauder von Vögeln hören, die sich ohne Alarm, ohne Dringlichkeit durchbewegen, dann ist das der Klang eines Gartens, der sich sicher anfühlt. Ein Garten, der über die Zeit bewertet wurde und für vertrauenswürdig befunden wurde. Dieser Klang ist kein Nichts. Dieser Klang ist ein Urteil. Punkt 6. Was die Vögel in ihrem Garten bereits über sie gesagt haben. Hier ist, was die Wissenschaft klar macht, wenn man alles zusammenfügt. Die Vögel in ihrem Garten sind nicht passiv. Sie sind nicht einfach anwesend. Sie sammeln kontinuierlich Informationen über ihre Umgebung, einschließlich der Menschen darin, und teilen diese Informationen über Klang miteinander. Forschung der Universität Exeter über Gartenvögel in Großbritannien, die auf ähnliche Studien in Deutschland und ganz Mitteleuropa zurückzuführen ist, hat dokumentiert, dass Vögel in Hausgärten individuelle Reaktionen auf bestimmte Menschen entwickeln. Vögel, die regelmäßig dieselbe Person sehen, die sich nicht bedrohend verhält, die sich langsam bewegt, die Futter bereitstellt, die keine abrupten Bewegungen macht, reduzieren allmählich ihre Alarmreaktionen auf genau diese Person, nicht auf alle Menschen. Auf diese Person. Sie verfolgen sie individuell. Und sie kommunizieren, was sie gelernt haben. Die Kohlmeise, die bei ihrem Eintreten nicht mehr alarmiert, hat den anderen Vögeln in ihrem Garten bereits etwas über sie mitgeteilt. Die Amsel, die weiter singt, während sie am Fenster stehen, die nicht aufhört, die nicht einfriert, die einfach weitermacht, hat eine Berechnung über ihr Bedrohungsniveau angestellt und ist zu einem Schluss gekommen. Der Kleiber, der frisst, während sie 3 Schritte entfernt stehen. Die Meisen, die nicht auffliegen, wenn sie die Hintertür öffnen. Die Kohlmeise, die am Futterhaus landet, während sie noch daneben stehen. Das sind keine Zufälle. Das sind die Ergebnisse eines langen, fortlaufenden Prozesses der Bewertung und Kommunikation, der täglich in ihrem Garten stattfindet, ohne dass sie wussten, dass er geschah. Sie wurden beurteilt. Und die Geräusche, die sie jeden Morgen in ihrem Garten hören, die Vertrauten, die sie für selbstverständlich gehalten haben, die sie dachten, seien Hintergrund. Diese Geräusche enthalten das Ergebnis. Der Garten, den sie aufgebaut haben, hat einen Ruf. Die Vögel darin haben über sie gesprochen. Sie haben auf ihre Art Notizen verglichen. Durch Alarmrufe, die ihr Bedrohungsniveau kodieren. Durch ruhige Kontaktrufe, die signalisieren, dieser Ort ist sicher. Durch die Abwesenheit von Panik, wenn sie morgens heraustreten. Die meisten Menschen gehen durch ihren Garten, ohne zu wissen, dass das alles passiert. Ohne zu wissen, dass die Kohlmeise über ihnen bereits ihre Einschätzung an jeden Vogel in 100 Metern Umkreis übertragen hat. Ohne zu wissen, dass der fortgesetzte Gesang der Amsel eine Form des Vertrauens ist, das einer bestimmten Person gegeben wurde. Aufgebaut über Zeit. Sie wissen es jetzt. Und das nächste Mal, wenn sie hinaustreten und die Vögel weitersingen. Das nächste Mal, wenn der Garten um sie herum lebendig bleibt, statt still zu werden. Dann wissen sie, was das bedeutet. Das Gespräch hat bereits stattgefunden. Und sie haben bestanden. Sagen Sie mir in den Kommentaren. Gibt es einen Vogel in Ihrem Garten, der sich völlig unbeeindruckt von Ihnen zeigt? Der nah bleibt, egal was Sie tun. Ich lese jeden Kommentar. Diese Geschichten trage ich am längsten mit mir. Bis zum nächsten Mal.